Ich bin Oksana Matejczuk, ich komme aus Czernowitz und ich bin in mehrfachen Funktionen unterwegs. Zum einen bin ich Dozentin für die Literaturgeschichte an der Universität Czernowitz. Zum anderen bin ich im International Office der Universität tätig und darüber hinaus leite ich den Kulturverein in Czernowitz mit dem offiziellen Namen Deutsch-Ukrainische Kulturgesellschaft, Partner des Goethe-Instituts. Und sowohl in meinem Beruf als auch in meinem Kulturmanagement habe ich natürlich zwangsläufig sehr viel mit der Literatur zu tun. Und ich habe meine Dissertation auch zur jüdischen deutschsprachigen Literatur der Bukowina geschrieben. Die Literaturszene ist wirklich sehr lebendig. Es gibt ein paar Autorinnen und Autoren, die auch schon ja, international bekannt sind. Zum Beispiel Christian Hrenuc ist übersetzt, zum Beispiel Maxim Dupeschko ist auch in einige Sprachen übersetzt. Und als Literaturdozentin kenne ich unter noch Studierenden ein paar Stimmen, die ganz sicher in der Zukunft berühmt werden oder berühmt werden können. Also auf jeden Fall sehr große Begabungen. Ich merke, dass vor allem diejenigen, die selbst den Anspruch haben, literarisch tätig zu sein oder auch künstlerisch unterwegs sind, muss ja nicht unbedingt Literatur sein, dass sie sich gerade für die Literatur, die vor 1940 entstanden sind, interessieren. Anders gesagt, sie interessieren sich für die Literatur der Bukowina, die im Westen auch ein Stück ja, Literaturgeschichte, teilweise auch des Kanons geworden ist. Und dazu tragen verschiedene Faktoren bei, zum Beispiel das Literaturfestival Meridian Czernowitz. Der Name sagt schon sehr deutlich, dass der Bezug zum Paul Celan da ist, zu einer seiner Reden. Und weil es zum Glück sehr viele Übersetzungen gibt, vor allem dank dem Übersetzer und Professor Peter Rychlo, können natürlich auch diejenigen, die kein Deutsch sprechen, rezipieren. Denn um darüber zu reflektieren, muss man zunächst rezipieren. Und da ist die Gesamtausgabe von Paul Celans Werken präsent. Von Rose Ausländer gibt es viele Übersetzungen. Es gibt die Übersetzungen von Selma Meerbaums Eisinger Werk. Also wirklich sehr, sehr viel dank dem unermüdlichen Peter Rychlo. Und es gibt Bezüge auf die Autoren, auf die Texte in ihren Texten, ich meine in den Texten von jungen Autorinnen und Autoren. Es sind darüber hinaus sehr viele Kunstprojekte, die dieses reichhaltige literarische Erbe aufgreifen. Und da merken wir, weil wir auch vor dem großen Krieg zumindest viel Kulturmanagement gemacht haben, wie viel Potenzial gerade in der multinationalen, multilingualen Literatur der Bukowina ist. Wir hatten auch in unserem NGO viele Projekte, die entweder mit Rose Ausländers Werk oder Paul Celans Werk oder auch mit Selmas Werk zu tun hatten. Das ist wirklich eine unerschöpfliche Quelle an Ideen, an Impulsen und auch an Inspiration. Das leider weniger, aus dem Grund, weil es aus dem Jiddischen so gut wie keine Übersetzungen gibt. Das Jiddisch stirbt leider aus in der Bukowina. Es gab bis vor wenigen Jahren noch sogar eine Sendung auf Jiddisch, das jiddische Wort. Aber inzwischen sind die letzten jiddischsprachigen Czernowitzer und Czernowitzer leider tot. Deswegen wartet die jiddische Literatur, zum Beispiel, also wirklich die großartige Literatur von Itzik Manger, von Eliezer Steinberg, auf ihre Übersetzer. Es gibt einfach noch zu wenig, das rezipiert werden könnte. Und aus dem Hebräischen wurde zum Beispiel sehr gut Aaron Appelfeld übersetzt. Und seine Werke, die es auf Ukrainisch gibt oder auch auf Deutsch, die werden durchaus rezipiert. Ich merke, dass es in den letzten Jahren tatsächlich auch Versuche gibt, die Geschichte von Czernowitz nicht nur aus einer Perspektive, wie das früher war, zum Beispiel aus der ukrainischen oder aus der rumänischen oder eben aus der jüdischen zu verarbeiten, sondern zum Beispiel macht Maxim Dupeschko mit seinem Roman, der einen langen Titel hat auf Ukrainisch, die Geschichte eines ganzen Apfelbaumgartens wert, macht
tatsächlich in der jüngsten Geschichte den ersten Versuch, multiperspektivisch die Vergangenheit von Czernowitz aufzuarbeiten. Wirklich ein sehr spannender Versuch. Aber ich merke auch in den Gedichten, irgendwie sind es ganz viele kurze Formen, also ganz viel Lyrik wird geschrieben. Auch bei der jüngsten Generation gibt es tatsächlich die Bezüge, die Versuche, über die Vergangenheit zu sprechen, über die Autoren, über die Kunst zu sprechen. Aber das ist wirklich die jüngste Entwicklung. Ich glaube, man hat tatsächlich die Zeit gebraucht, um sich natürlich dieser Geschichte anzunähern, bevor man darüber sprechen kann. Es gibt angesichts dieses Krieges hier sehr verschiedene Prozesse, die auch im Kunstbereich stattfinden. Unter anderem sind viele russischsprachige Autorinnen und Autoren zum Beispiel im Konflikt mit ihrer Muttersprache, mit dem Russischen. Und dazu gibt es auch sehr spannende, also wenn man jetzt das Tragische weglassen würde, gibt es interessante Auseinandersetzungen mit dem Russischen als Muttersprache. Zum Beispiel von Volodymyr Rafejenko, zum Beispiel von Iya Keva, zum Beispiel von Lyubov Jakimtschuk. Das sind alles sehr bekannte Autorinnen und Autoren, die meistens auch aus dem Osten der Ukraine stammen und die sich plötzlich in der Situation einfinden, dass ihre Muttersprache ja auch zu der Sprache der Mörder geworden ist. Und man kann nicht umhin, tatsächlich die Parallelen dazu zu sehen, wie es für die jüdische Bevölkerung, auch für die jüdischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller 1941 plötzlich war. Viele Juden, viele aufgeklärte Juden in Czernowitz haben selbstverständlich Deutsch gesprochen. Sie haben sich an der deutschsprachigen Literatur und Kultur orientiert. Und entsprechend sind natürlich Sprachtraumata entstanden. Also wie sie die Bewältigungsstrategie entwickelt sind, ist ja sehr unterschiedlich, ist auch spannend, jetzt aus der zeitlichen Perspektive zu sehen. Und ich sehe tatsächlich auch einiges, was sie mit den Autorinnen und Autoren von heute, die sich so schmerzhaft tatsächlich mit dieser Sprachproblematik auseinandersetzen müssen, verbindet. Es wäre auf jeden Fall ein interessanter Gegenstand für die Forschung, wenn man über der Situation stehen würde, nicht? Und wenn man nicht selber in der Situation drin ist. Der Name, das Wort Gedankendach ist tatsächlich von Rose Ausländer. Wir haben, als wir den Verein gegründet haben, nach einem interessanten Namen gesucht. Es gab ja so ein paar konventionelle, die wir auf keinen Fall haben wollten. Und dann hat unsere damalige DAAD-Lektorin tatsächlich dieses Wort gefunden im Gedicht Architekten. Wir waren einfach begeistert, hellauf begeistert, weil das genau den Punkt traf, die Idee traf, wie wir unsere Arbeit gestalten wollten. Und es traf auch den Moment, dass der Ausgangspunkt unserer Tätigkeit natürlich das Wort war, die Idee, nicht der Gedanke. Und deswegen haben wir uns dieses Wort, diesen Neologismus so angeeignet.